bin begeistert von meinem Brot. So, und genau das Brot backen wir jetzt. So, die Spannung steigt. Meine neue Küchenmaschine möchte ich ausprobieren. Dann nehme ich jetzt erstmal diese Fertigmischung von ein halbes Päckchen, 375 Milliliter lauwarmes Wasser. So, das ist 1 Kilo. Also muss ich jetzt die Hälfte abwiegen. So. Das ist jetzt noch nicht gewogen. Mit Papier ist es nicht ganz. Papier wiegt ja auch etwas, deswegen etwas weniger. Hier habe ich jetzt das warme Wasser. So, jetzt kommt das Mehl noch dazu. So, wenn Frau vergessen hat, Handy einzuschalten, da musste ich länger drücken. Dann konnte ich hier die Knetstufen anstellen. Hier unten steht die Zeit, die kann ich länger oder kürzer machen. Am Anfang langsam anfangen, den Teig kneten und dann später langsam höher stellen. Und das Ganze so lange, bis der Teig sich unten löst. Das ist jetzt der Fall. Und ich sehe, der bleibt richtig schön da dran. Ich kann jetzt die Maschine ausstellen. Ich habe das so circa 3 Minuten. Ich kann vielleicht noch ein bisschen länger drinnen lassen. Dann wird er vielleicht noch geschmeidiger. So, und dann schalte ich die Maschine mal wieder aus. Ziehe den Stecker. Nehme die Abdeckung ab. Und drücke da den Knopf. Und dann kann ich hier das Rührwerk hochholen. So. Die Fläche ein klein bisschen einmähen. Und knete den Teig noch ein klein bisschen durch. Hier habe ich so eine kleine Form. Die habe ich eingeölt. Da packe ich den jetzt rein. Und da soll es sich fast verdoppeln. Der muss ja richtig hochgehen. Also lassen wir das jetzt so da stehen. Ja, ich hatte nach 10 Minuten, hatte ich das Ganze dann nachher in das Gärkörbchen rein, das mir eingefallen, dass ich so eins habe, und habe es da drin jetzt 45 Minuten gehen lassen. Und so sieht das jetzt aus, wie es aufgegangen ist. Ja, hier habe ich jetzt so eine Schiene, darauf packe ich jetzt meine Folie. Das ist jetzt passend für meine Heißluftfritteuse, und darauf kommt jetzt das Brot. Ich habe die untere Fläche auch ein klein bisschen eingemehlt. So, aus dem Gärkörbchen hole ich das direkt raus. Und ich hatte vorher geguckt mit der Größe, es passt gerade so da drauf, also größer als nicht sein dürfen. Ja, und jetzt habe ich hier Wasser, weil das Brot soll mit Wasser noch etwas benetzt werden. Also nicht allzu viel, sondern so leicht benetzt. Also du siehst, wie ich das da jetzt so einstreiche. So, jetzt habe ich hier noch so ein Messer, das extra für ein Brot einzuschneiden, damit das Brot ja, nicht, nicht irgendwie platzt oder einreißt, kann man das entsprechend so auch einschneiden, auch eine Struktur geben. Ja, es ist mein erstes Brot, ich probiere mich, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt, wie es wird. So, jetzt ist es soweit, dass es in den Ofen kommt, 81 Grad und 200 Grad, und 30 Minuten habe ich jetzt eingestellt für das Brot. Das war ein Blick im Ofen noch. So, die 30 Minuten sind rum. Blick in den Ofen rein. Also von da sieht es ja gut aus. Wie ich da eine Stäbchenprobe machen soll, weiß ich nicht. Weil das ist immer viel zu heiß. Und ich habe mal probiert, das ist ja von außen auch eine feste Kruste, da komme ich so gar nicht durch. Also jetzt lasse ich es abkühlen, dann schauen wir mal, wie es geworden ist. Ich habe das Brot nochmal gedreht, also ich hatte es ja, nachdem es einigermaßen ging, rausgeholt mal und probiert. Und das soll ja hohl klingen, also es hat noch nicht ganz hohl geklungen, und deswegen packe ich es jetzt an 80 Grad 10 Minuten nochmal rein. Und unten, das ist die Schale, wo da etwas Wasser drin ist. So, mein erstes Brot. Klopft, das soll sich ja wohl anhören. Nicht schön. So, kalt werden lassen. Aussehen tut es lecker. Duften tut es hier. Wenn es kalt ist, schneide ich es an.
Boah, ist das nicht klasse geworden? Hey. Super. Was für ein klasse Brot. Guck mal. Richtig. Ey. Astrein. Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere ganz einfach meinen Kanal und du bekommst immer die neuesten Videos sofort angezeigt. Und hier unten links bekommst du weitere ausführliche Informationen zum Rezept. Und verpasse keine Tipps von mir.